Okay, moin moin Leute und herzlich willkommen hier in dem Video. Heute habe ich mir gekauft Remothered Broken Porcelain. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also auf Deutsch heißt das wohl so viel wie zerbrochenes Porzellan. Und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gleich noch ein Tutorial gibt. Das werde ich dann rausschneiden aus dem Video, beziehungsweise ja, das Video dann so schneiden, dass das Tutorial nicht mit drin ist und dann mal gucken. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe das hier im PlayStation Store entdeckt. Ist im Moment etwas günstiger im Angebot, noch bis zum 3. März und deswegen habe ich mir das gekauft, weil ich schon länger mal irgendwie ein Auge drauf gemacht habe und heute am Samstag, dem 26. Februar 2022, ist es dann soweit gewesen, dass ich es gekauft habe. Es ist jetzt 16:50 Uhr und ich erzähle euch gleich im Video noch ein bisschen was. Ja, dann bis gleich und ja, ne, los geht's. Or do you want me to start? From the beginning. One late afternoon, a mysterious woman, who introduces herself as Dr. Reed Rosemary, visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief and fruitless conversation, Reed is exposed as an imposter. She has come to the villa to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa to search for clues. As Reed explores the villa, she soon finds herself in the center of her worst nightmare. Richard Felton has killed his wife, Ariana Gallo, and has lost his sanity. Upon learning that Reed has infiltrated the villa, Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton was born as a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton, the Ashmans, and Professor Wyman on the Rosagallo farms, was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects: hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. As Reed was escaping Jennifer, Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon wakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Are you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran? You must be suffering from post-traumatic stress disorder. We have the solution to your problem. Phenoxyl. It isolates and removes your torment, be it an old traumatic event or a bad memory. Say goodbye to restless nights and constant churning over it. Forget about it forever. It's finally possible with Phenoxyl. Monsters. Fucking monsters.
Its memories forever. It would be like erasing time itself. Memories and time go hand in hand. The consequences would be even more devastating than Alzheimer's disease. There would be no separation between pre- and post-trauma. The So, memories would wander autonomously in search for answers. Or alles klar. common ground. Ein Fractured bisschen, by spells of amnesia, hallucinations, and emotional swings. Two opposing perceptions would coexist, overlapping and threatening one another. To the detriment of the one truth, now shattered. The so-called porcelain memory. okay, also ein bisschen viel Gequatsche, jetzt hier gerade zumindest. Okay, so kann man sich also verstecken. Also nochmal moin moin Leute und herzlich willkommen hier in dem Video. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, also minimal bin ich gesundheitlich ein bisschen, oder es fängt jetzt bei mir an, also zumindest hat hier Niki auf jeden Fall Schnupfen und ihre Schwester, die... Why are you doing this to me? Ach du Scheiße. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich weiß ja nicht, wie ich schnell laufen soll. Ich hätte mich einfach mal mehr mit der Steuerruhe fassen sollen. Ich gehe gleich drauf. Ha, ja, das war's dann wohl. Ernsthaft? Oder muss das so? Gehört das dazu? Ich hoffe, es gehört dazu. Also ich habe ja nicht viel Gegend erkundet. Ja, okay, gut, alles klar. Anscheinend muss das so, keine Ahnung. Ich kann euch ja nebenbei ein bisschen was erzählen. Also die Schwester von Niki, die ja im Nachbareingang wohnt, ist seit einigen Tagen schon unter Verschluss, kann man sagen. And are you really suggesting that all this time, these people kept these experiments synthesizing this parasite? The moths that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? The phenoxyl. The farm, the moths. The hypnosis. All those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves. And to move on. Richard Felton, Oriana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman. They all made a choice. And so did I. So you chose to forget. For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced. Like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one. Just like me. Yes. Hello? Hello? This. Ashman? Mr. Ashman, Andrea! the girl is here. Shall I let her in?
Go on. Sit down. You know why you're here, young lady, don't you? So, okay, wo war ich denn stehen geblieben? Also die Schwester von Nikki ist seit einigen Tagen unter Verschluss aufgrund von, ja, ich glaube, ich brauche es nicht aussprechen. Und ja, ich bringe ihr hin und wieder mal was zu essen rüber oder ich gehe für sie einkaufen und ja, natürlich betrete ich die Wohnung nicht. Also ich stelle das dann draußen vor der Wohnungstür. Dann klingle ich und entferne mich so weit von der Wohnungstür, dass man sich definitiv nicht zu nahe kommt. Also ich stehe dann schon wieder auf der ersten Treppe nach unten. Und ja, so viel dazu. Und keine Ahnung, wann die nun wieder fit sein wird. Und Niki hier hat halt ein bisschen Schnupfen. Bis jetzt fühle ich mich noch ganz gut, aber vielleicht dauert das länger bei mir, bis ich da krank werde, denn im Gegensatz oder im Gegenteil zu, oh Alter, 1, 2, 3, im Gegenteil zu den beiden, sagt man das so, bin ich halt nicht gepiekst, ne, und ja, Juti, also ich werde mich gleich mal mit dem Herrn hier unterhalten und um jetzt nochmal was anderes zu dem Spiel hier zu sagen, ich habe es mir heute gekauft. Es ist noch bis 3. März im PlayStation Store im Angebot für 7,49 €. Ich mache keine Werbung dafür, ich bekomme kein Geld dafür. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Kostet sonst 30 € und weil ich des Öfteren schon mal drüber nachgedacht habe, mir das zu kaufen, habe ich heute gedacht, ach komm, bei Visage kommst du gerade irgendwie nicht weiter. Somit habe ich euch das jetzt auch schon verraten, dass ich bei Visage gerade irgendwie so ein bisschen an der Stelle bin, naja, ne? Und ja, deswegen also wieder was Neues. Mal gucken, wie lange ich das jetzt hier zocke. Und ja, die Weiber, also sprich Niki und ihre Schwester, sind jetzt seit Stunden schon am Telefonieren und spielen nebenbei auf dem Handy Pokémon Go. Ich glaube, der eine oder andere von euch kennt das. Ist überhaupt nichts für mich. I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't know anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you I never intended... Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious. Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir! You will do your best. I've always done my best here. I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Oh, and by the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Ja, ist halt schade, dass man Audio... Room number 212 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be Alter. helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really done it this time. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them?
Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. 12 nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman sure as hell didn't help. Kann ich die nicht richtig öffnen? Na doch, ich wollte gerade sagen, hä? Wo soll ich denn hier lang? So, ja, schade, dass man Audio hier nicht auf Deutsch einstellen kann, aber ich habe jetzt hier die Sprache, also die geschriebene Sprache hier zumindest mal auf Deutsch eingestellt. Was habe ich? Einen Mottenschlüssel? Okay. Ja, ansonsten, ja, ich hoffe halt, dass ich nicht krank werde, ne, hab so ein leichtes, ich will nicht sagen Kratzen im Hals, aber, ja, also bis jetzt bin ich von uns dreien der eigentlich am wenigsten hat. Und, ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Und ja, Mottenschlüssel, mal wieder, okay. Eine Tasse, was sammelt die dann alles auf jetzt? Und wo packt die das hin? Hat die Tasse jetzt mal eben eingesteckt? Ja, also ist ja eigentlich so gar nichts meins, so eine Art von Spiele, aber man muss halt auch mal, ja, Ausnahmen machen und ein paar Abstriche und vielleicht auch mal, ja, was anderes zocken. Von Battlefield Hardline Multiplayer gönne ich mir jetzt auch seit einigen Tagen so ein bisschen Pause. Also da ist Niki im Rang schon etwas höher als ich. Die müsste jetzt schon, die ist bei Rang 30 oder vielleicht sogar schon 31. Ich krauche noch bei, bin ich schon Rang 23? Ich weiß es ja auch nicht. Und auch die Episoden von Battlefield Hardline habe ich ja jetzt schon seit 2 Wochen bald nicht mehr gezockt. Keine Ahnung. Wenn ich da mal weitermache, Episode 5 wäre denn die nächste. Ja, dann gibt es höchstwahrscheinlich dazu ein Video hier. Und ja, ansonsten bin ich gespannt, was Mottenschlüssel mal wieder. Was hier heute noch so passiert, also wann die beiden Weibers da fertig sind mit ihrem Pokémon Go spielen und mit dem Telefonieren. Oder ob ich den Rest des Tages und den ganzen Abend hier für mich alleine bin. Glockenspiel. Alter, was die alles einsteckt, ist ja unglaublich. Makes a bread of your mama. Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. Ich hätte gerne Zimmer Nummer 420. Kriegen wir das irgendwie hin? Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God. Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead, well, that's another story entirely. He had always been Mommy and Daddy's sweetheart.
Ja, okay, wenn du das sagst. Ich habe jetzt nicht alles mitgelesen, aber ja. So, hol das Beste aus Gegenständen heraus. Wie kann man das denn machen? Was? Du kannst Gegenstände kombinieren, um leistungsfähigere Werkzeuge zu erschaffen. Öffne das Inventar mit und wähle Fertigen. Okay, da ist noch nichts, also können wir wohl noch nichts fertigen, keine Ahnung. Ach, das ist ein Fernseher. Okay, gut. The hotel will reopen in late spring. Until then, I will only see the same ugly old faces. So, das Ganze hier, wer es von euch nicht kennt, ist in der Kategorie Horror zu finden. I can't believe I'm still dragging around this lice-infested suitcase. I've had it since I was at the Flemington Institute. Einfach mal ein Messer eingesteckt. Und natürlich noch ein Mottenschlüssel. Was auch immer das ist. Fucking hell, Lynn, you scared me! Oh, I'm sorry. Ever heard of knocking? No way. That is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Jen, please! Open the fucking door! Door! Fuck you, Lynn! Fuck you! You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. Huh? What the hell is going on? Ja, also normalerweise würde ich jetzt sagen,
Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Aber jetzt habe ich ja mehr oder weniger hier schon angefangen. Hier jetzt einfach nur Schrank öffnen und dann ist da nichts drin, Mama. Aber okay, dann gönnen wir uns hier noch ein paar Minuten. Hä? Nimmt die oder packt die hin? Was macht die denn da? Ich verstehe es nicht. Da liegt jetzt was. Jetzt nimmt es auf. Okay. Jetzt liegt aber was anderes. Ich habe keinen Plan, Leute. Okay. Dann muss ich hier also raus, Mama. Lynn? Erkunden. Finde die Lobby. Aha. Ach, das ist wieder so eine Versteckengeschichte hier. Alles klar. Ach, da ist zu, ja, genau. Die Lobby. Okay, ich würde sagen, das ist der letzte Move, den wir jetzt hier machen. In dem Video. Da bin ich rausgekommen aus der Tür, also muss ich wahrscheinlich hier vorne raus. What does it mean? If this is a joke, I don't like it at all, Lynn. Ach Mensch, liegt doch gar nicht. Aber okay, also die Möglichkeiten zum Verstecken gibt es ja dann anscheinend nicht umsonst, ne? Also gibt es wahrscheinlich auch genug Gelegenheiten, wo man sich dann halt dementsprechend verstecken muss. Da ist zu, okay. Locked? This door has never been locked before. I'm exhausted. Okay, na wenn ich der Tante da folgen soll, dann kann ich jetzt hier nicht so viele Schubfächer durchsuchen. Ich glaube, das kann ich später noch machen. Ist die hier rein? Warum liegt jetzt hier schon wieder ein Messer? Also irgendwie... Keine Ahnung. Hä? War ich hier hinten? Nee, Moment mal. Wo ist denn die hin? Die ist ja hier rausgekommen, oder nicht?
Also irgendwie blicke ich es aber gerade gar nicht, Alter. Bin ich jetzt schon wieder in dem Zimmer, wo ich gerade war? Hä? Kann nicht dein Ernst sein? Wo ist denn die Oma hier rausgekommen? Kam die hier raus? Ich glaube, oder? Ja, genau. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. It's time to eat. Who is that tray for? Who are you talking to? I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? What the hell does Acherontia mean? What the fuck? What the hell did they do to you? You know they used to call him Wyman once upon a time. You're hurting me! It's part of all of us. And we are all part of the same thing. They hurt me! Where are you hiding, you slut? Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt hier Schluss. Wie es weitergeht, das seht ihr While they're wandering around the house. das seht ihr im nächsten Video. Ich bin raus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich von dir. Bis zum nächsten Mal und ja, ne, bis denne.